So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes. In der letzten Folge haben wir das Flüchtlingslager erreicht und da gab es einen Mord. Ist er noch hier? Nee, den haben sie weggeräumt. Und zwar war das nämlich unser Galeriedieb, der in das Flüchtlingslager gekommen ist und anscheinend hat der Galeriedieb auch versucht, die Frau, die wir suchen, zu entführen. Und wir dürfen jetzt mit den Flüchtlingen reden, was wir natürlich gleich machen werden. Und fragen einfach mal hier jemanden, in der Hoffnung, dass sie gesprächig sind. Help me, please. Sorry. We don't see much here. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Naylor? Naylor. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Naylor's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Naylor if she wants it. But I will be watching you. Was er nett. Hello, Naylor? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Naylor, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Schade. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. So. Hand- und Fußabdrücke aus Kohlestaub unter den Nägeln des Toten. Der Tote aus dem Flüchtlingslager war derjenige, der in Werner Vogels Galerie eingebrochen ist. Ne, das ist die Frau auf der Fotografie. Fotografie an der Vergewalt. Okay. Achso. Der Schurke war die Frau wegzerren. Nee, der Schurke war die Frau nicht. Okay, dann doch nicht. Der Gewaltiger trug ein anderes Kreuz. Auch nicht. Okay. Derartige Orden werden für gewöhnlich nur hochrangige Staatsdiener verliehen, so wie den Vergewaltiger auf dem Foto. Ah. Haben wir sonst noch irgendwas? Der Schurke kam ins Flüchtlingslager, um eine junge Frau zu entführen. Er hätte sie töten können, tat es aber nicht. Okay. Nicht nur Dieb, sondern auch Handlanger. Der Schurke ist nicht nur ein Dieb, sondern wollte auch eine Frau entführen. Ein Handlanger für verschiedene Aufgaben. Okay. Ach so. Ja, aber hier nicht alle Hinweise, nicht?
At least some of your kind have a hat. Thank you again. Ja. May I ask you something? Sorry, we don't see much. Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Everyone's looking at us. Oh, hört doch know auf. what you're doing. Nein, ich weiß nicht, was ich tue. I owe you a lot, Mr. Holmes. I owe you a lot, Mr. Holmes. You still here? Beweis präsentieren. Revision des Eintrainings. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Schlüsselhinweise. Ah, wir haben alle Hinweise. Kann ich beruhigt, kann ich gehen. Sehr schön. Sherry, wait. You might want to settle all the matters in the camp Ja, before so. leaving. You Ja. probably won't be coming back here anytime soon. Okay. I owe you a lot, Mr. Holmes. You're disturbing a hornet's nest here, son. Are you able to help me? They often take us from the camps to work. Ach so. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Was geht im Flüchtlingslager vor sich? In Aussagen der Flüchtlinge zufolge kommen regelmäßig zwielichtige Personen ins Lager und nehmen Flüchtlinge mit, die dann außerhalb des Lagers unterschiedlichste Arbeiten verrichten. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um schwere Arbeit, doch die Flüchtlinge bekommen dafür Geld und Essen. Die Frau, die aus dem Lager entführt werden sollte, wurde einmal missbraucht, nachdem sie vorgeblich zum Arbeiten mitgenommen worden war. Seitdem haben die Flüchtlinge nicht mehr zugelassen, dass Frauen aus dem Lager gestürzt werden. Das ist So aber there's a nett. smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. Ja. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Das stimmt. So, jetzt kann ich gehen, ne? Aber danke, dass der John mich nochmal dran erinnert hat. Weil ich glaube, ich hätte jetzt einfach irgendwie nicht mehr mit einem Flüchtling geredet. So. Weil ich habe ja versucht, mit denen zu reden und die haben ja nicht mit mir gesprochen, deswegen. Gut. Oh, ist die Frage, ich denke mal. Ist es der Klatschpresse? Oder gehen wir erstmal zur Polizei. Aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das richtig ist. Schmuggel. Verdächtige Hinweise. Radio. Oh, Vernehmungsprotokoll Niccolo Bernadotti. Niccolo Bernadotti, geboren 1834, ist ein auf Cordona bekannter Geschäftsmann und Kunstmetzen. Er ist der Gründer und Eigentümer der Bernadotti Company Ltd., gegründet 1873. Hauptsitz südöstlicher Teil von Scaladio,
Bazaar Road in der Nähe der Kreuzung mit der Roman Road. Mr. Bernadotte wurde am 13. Februar 1876 nach einem Hinweis einer unserer anonymen Quellen vernommen. Den Angaben des Informanten zufolge ist Mr. Bernadotte in den Schmuggel von Spirituosen und antiken Kunstgeschäften zwischen den britischen Kolonien Cordone und dem restlichen Vereinigten Königreich verwickelt. Personen, die vorgeblich in Mr. Bernadottis Firma angestellt sind, waren zuvor bereits in eine Reihe von strafbaren Handlungen verwickelt, darunter Raubüberfälle, Gewaltanwendung, organisierte Verbrechen und Erpressung. Mr. Bernadotte wurde lediglich als Zeuge zur Vernehmung vorgeladen, da es keine stichhaltigen Beweise für eine Anklage gegen ihn gibt. Während der Vernehmung, die ich gemeinsam mit Officer Booth durchführte, gab Mr. Bernadotte zu Protokoll nichts über die von unseren Informanten gesandten Aktivitäten zu wissen. Über seine Aktivitäten vor seiner Umsiedlung nach England existierten keine Informationen. Laut eigener Aussage lebte Mr. Bernadotte bis 1873 auf Sizilien in Italien, wo er ein Warengeschäft betrieb. Danach zog er nach London und begann mit seinem Importgeschäft. Zusammenfassung: Es ist nicht möglich, Mr. Bernadotte etwas zur Last zu legen. Inspektor Herbert Ryder. Das stimmt. Haben wir hier... Oh. Ich denke mal, das ist doch vielleicht bei den Cordona Chronicles, weil es ist ja bestimmt eine Schlagzeile wert, oder? Wenn da jemand ausgezeichnet wird. Also würde ich mal behaupten. Achso, warte. Muss ich hier entlang? Amtsträger. Titelseite vielleicht. Zeitraum letzter Zeit. Okay, dann gehen wir ins Rathaus. Ja, komm schon, krieg dich ein, Junge. Mach es selber besser. Mach es selber besser. Na, oh, komm, Sherlock. Treasure maps from the governor. Find eight. So, Sherlock, lauf doch mal. Oh, Texturen. Ach, jetzt werden sie geladen. Okay. Oh, hallo? Kennen wir uns? If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Beobachten? Wer ist denn das? Gerötete Augen, keinen Schlaf. Letzte Nacht oder hat einfach geweint. Keine Zeit zum Rasieren. Oh. Abgenutzt im getragen britischer Ritterorden. Zerknitterte Kleidung. Roter Fleck Wein. Feiert gern viel, würde ich sagen. Der rote Weinfleck auf dem Handgelenk und das unrasierte Gesicht sprechen für eine lexale Einstellung gegenüber seinen Pflichten. Der Orden of the Bath sieht recht abgenutzt aus. Der Mann ist stolz und scheint seinen Orden nie abzunehmen. Der zerknitterte Kleidung und den geröteten Augen nach zu urteilen hatte die Nacht nicht zu Hause verbracht, statt sich die Nächte jedoch mit Arbeit um die Ohren zu schlagen, erweckt dieser Mann eher den Eindruck, dass er in dieser Zeit dem Alkohol und dem körperlichen Lastern frönt. Der rote Fleck auf seinem Handgelenk lässt vermuten, dass er vor kurzem Rotwein getrunken hat. Seine zerknitterte Kleidung, sein unrasiertes Gesicht und seine geröteten Augen deuten darauf hin, dass er an Schlaflosigkeit leidet oder von starken Schuldgefühlen geplagt wird.
Da bin ich mir um ehrlich sein gar nicht so sicher, welche Sache auf ihn zutreffen könnte. Ich hätte die Tendenz so geplagt von Gewissensbissen. Aber wenn jemand eine Frau vergewaltigt, weiß nicht, ob man, also als Mann dann irgendwelche Gewissensbissen hat. Also vor allen Dingen, wenn man dann noch mit dazu nimmt, dass sie ja ein Flüchtling ist und dass er wahrscheinlich so denkt, okay, ja, dann da kann man das machen. Er spricht unsere Sprache nicht, spricht kein Englisch. Sie ist sowieso in seinen Augen vom Wert her unter ihm. Und daher kann er machen, was er will. Und vor allen Dingen war es ja auch nicht das erste Mal anscheinend, dass ja ein Flüchtling rausgenommen worden ist, damit sie halt, ne, dem Männer ein bisschen Spaß bringt, obwohl sie keinen Spaß daran hat. Ah, ist schwierig. Ich würde einfach mal das nehmen. Ich bin mir nicht sicher. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Die Fotografie zeigen. Do you recognize this man? We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper? All right. All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you? Well, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Was ist auf dem Fest geschehen? So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Ja, dass er sich in sie eingeführt hat, ja. Das sind ganz doofe Umstände. Wie sind das Gemälde stehen? The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. Yeah. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Kann sie Mr. Mercurio? Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions.
There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Wer versucht sie zu erpressen? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Ja. Ja. Helfen Sie den Flüchtlingen, helfen Sie Nyla. Ja, wenn er den Flüchtlingen hilft, hilft er ja auch Nyla eigentlich, oder? Oh, ich meine, gut, er hat ein Kind in sie reingesetzt, deswegen, ich würde einfach mal auf Nyla gehen. Nyla deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. That's not all. Helfen Sie den Flüchtlingen. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? Nö. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Gedankenspiele, Fallmappe. Der Abgesandte hegt ein eigennütziges Interesse an der Fotografie. In seinem Besitz wäre sie für ihn keine Gefahr. Was müssen wir jetzt machen? Gedankenspiel. Nell ist die Frau auf der Fotografiekarriere des Abgeordneten ruiniert. Die Flüchtlinge sind Opfer des unmenschlichen Systems. Ihre Situation muss und kann verbessert werden. Oh Gott, nein. Oh nein. Achso, der Abgesandte will seinen Ruf wahren. Der britische Abgesandte missbraucht bei einem Fest die Geflüchtete. Wenn ich mit der Fotografie seine Tat an die Öffentlichkeit geben würde, wäre seine Karriere ruiniert. Er könnte doch den Flüchtlingen helfen, um dies zu verhindern. Der britische Abgesandte verdient seine Tat wieder mein Vertrauen noch Ergebung. Eine ruinierte Karriere ist das Mindeste, was er verdient. Ich werde einer Vogel die Fotografie geben, damit er die Sache an die Öffentlichkeit bringen kann. Ich meine, was ist denn das, wenn ich gnadenlose Gerechtigkeit walten lasse? Hat man dann ein anderes... Hat man dann vielleicht trotzdem ein anderes Bild auf die Flüchtlinge, will ihnen trotzdem helfen, dass sie halt ein besseres Leben haben? Es ist halt immer so, man weiß halt immer nicht so genau, was dann einfach... Also, ne, man entscheidet sich für eine Sache, weil man denkt, okay, gut, das ist ja so das kleinere Übel und dann macht man aber das andere und dann kommt trotzdem am Ende das Gleiche raus. Das ist doch... Da bin ich echt... Also... Ja, ist die Frage... Klar, es ist halt wichtig, dass es öffentlich gemacht wird, weil dann gibt es bestimmt... Es gibt ja nicht nur ihn auf dem Fest, ne? Den Norton. Ist halt jetzt irgendwie... Muss ich das jetzt schon machen? Muss ich das machen? Dann kann ich das auch... Kann ich das lassen? Was würdest du mir raten? Jon. Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Muss ich nochmal mit ihm reden? Have you thought it all through? Gehen. Not yet. Also ich habe mich das mal kurz belesen. Also wir müssen das auch nicht zwingend machen. Wir müssen... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt schon verhauen habe. Aber wir müssen noch nicht das Gedankenspiel vollenden. Ach so. Ach ja, stimmt. Wir müssen noch in das Büro gehen. Fällt mir gerade auf. Dann würde ich sagen, machen wir es in der nächsten Folge danach. Also wir haben ja noch den Bernadotte. Mal gucken, ob der uns auch noch ein Angebot macht. Das würde ich einfach noch so lassen. Stimmt, den haben wir ja auch noch. Stimmt. Ja. Ja, den habe ich komplett vergessen. Wo war denn das Vernehmungsprotokoll? Hauptsitz, zuerst und Kreuzung, genau. Dann werden wir in der nächsten Folge hingehen und dann werden wir uns die Sache nochmal angucken und dann ja, werden wir mal schauen, wem wir die Fotografie des Gemälde geben werden. Und dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.